Moin zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute bauen wir uns mit Hilfe eines Styroporballs und dem Ständern von Warfleet von One-Page-Rules bauen wir uns für Warfleet oder halt auch für Gothic, falls jemand noch Gothic spielt, oder X-Wing, bauen wir uns eine Sonne und einen Planeten. Ich habe das mit Hilfe von normalen Bastelkleber auf die Ständer geklebt. Also ich habe die Ständer da reingedrückt und dann ein bisschen Kleber rein, damit die auch vernünftig halten. Und jetzt brauchen wir natürlich, um eine Sonne zu malen, Sun Yellow. Sun Yellow. Und damit bemalen wir ganz normal mit Acrylfarben. Bemalen wir einfach diesen Ball jetzt erstmal nur gelb. Die Sonne ist zwar gelb-orange, aber wir fangen mal mit gelb an. Wenn ihr da irgendwas kleben wollt mit Styropor etc., ist wichtig, dass ihr einen Kleber benutzt, der keine Lösungsmittel enthält. Und auch Farben benutzt, die keine Lösungsmittel enthalten, logischerweise. Weil sonst löst sich der ganze Ball auf. So. Die Sonne ist schon mal gelb. Das ist schon mal schön. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Weiß. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Mattweiß von Army Painter ist das. Und damit werde ich jetzt ein paar Punkte da drauf machen. Genauso mit Bone White und mit Fire Orange. Und die mache ich halt drauf, um da ein bisschen Abwechslung in den Ball zu kriegen. Ne? Lava Orange, Entschuldigung. Um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, damit das hinterher um einiges besser aussieht. Aber das zeige ich euch dann. So, mit dem Weiß mache ich jetzt einfach wild irgendwelche Punkte, Flecken da drauf. Genauso werde ich das mit dem Orange machen und mit dem Bone White. So, das haben wir jetzt. Jetzt können wir die erstmal trocknen lassen. Ja, sieht noch ein bisschen blöd aus, aber ihr werdet hinterher sehen, dass das eigentlich ganz cool ist. So, während die Figur hier trocknet, die Sonne trocknet, nehmen wir uns die kleinere Kugel. Wie gesagt, die Styroporkugeln, die gibt es irgendwie bei Amazon 92 Stück, verschiedene Größen, für einen Zehner oder so. Müsst ihr mal schauen. Da nehmen wir Flat Earth Brown und pinseln den ganzen Spaß einfach mit Flat Earth Brown an. Macht irgendwie Sinn, ne? Ich wollte jetzt hier nichts Kompliziertes machen, deswegen wird das einfach nur so ein Erdklumpenplanet quasi. Ich wollte da jetzt keine Grün, kein Blau, also mache ich garantiert auch noch, aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie man so Planeten simpel macht. So, jetzt ist das hier, ist die Sonne trocken. Die Sonne ist trocken, muss man wissen. Und dann nehmen wir uns jetzt Fire Giant Orange Speed Paint und gehen damit über diese kleine Sonne. Und dann werdet ihr auch sehen, warum ich die Flecken da drauf gemacht habe. Das hat schon ein bisschen Sinn. Und auf geht's. Heißt Speed Paint. Hallo. Geht das hier auch ein bisschen schneller alles? Nee, noch schneller. Danke. So, jetzt seht ihr das. Noch alles feucht. Aber ihr seht schon, dass da ein paar Flecken ein bisschen rauskommen. Ne? So, jetzt nehmen wir uns den Erdklumpen. Und da mache ich auch mit Bone White ein bisschen fleckig. Ein bisschen was drauf. Und ja, das geht eigentlich auch schneller. Ja. So, jetzt lassen wir das natürlich auch wieder trocknen. Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Aber ich bin da natürlich noch nicht fertig mit. Jetzt müsste die Sonne, also das Speedpaint von der Sonne müsste jetzt eigentlich ein bisschen angetrocknet sein. Jetzt nehme ich mir nämlich nochmal die Sonne zu Herzen hier. Schwuppdiwupp. So, ihr seht schon, das sieht schon ganz nett aus. Aber jetzt nehme ich mir hier so ein bisschen Gelb und mische das hier in das fast trockene Speedpaint und ein bisschen Orange. Ja, dass das so ein bisschen zermatscht, also wie soll ich sagen, dass es so ein bisschen ineinander übergeht. Jetzt habe ich es.
Ja, nämlich auch so ein bisschen hier orange und orange mit gelb gemischt und so. Also, dass es wirklich schön durcheinander aussieht. Weil eine Sonne hat nun mal Sonnenflecken. So, jetzt lassen wir den Spaß wieder trocknen. Und nehmen uns wieder unseren schönen Planeten. Und da habe ich mir überlegt, erst war ich aber überlegen, ob ich blau nehme, aber dann habe ich festgestellt, ich habe ja noch, wo ist es? Da haben wir es, genau. Ich habe ja noch das sogenannte Mulligan Green. Genau, auch von Speedpaint. Und damit werden wir jetzt einfach diesen Erdklumpen bepinseln. Und ich denke, damit wird es auch relativ außerirdisch aussehen. Außerirdisch? Ist das richtig? Ja, wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal von aus. Wie gesagt, man kann da natürlich sich auch übelst in Details verlieren und ich sag mal die Erde nachbauen und malen und sowas. Das werde ich auch noch in Zukunft machen. Aber ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie man auf die schnelle Art Planeten baut. Wenn ihr übrigens keinen 3D-Drucker habt, ne, oder auch die Warfleet-Sachen von One-Page-Rules, die Ständer oder so nicht habt oder nicht ausdrucken könnt, sowas findet man natürlich bei Kulz 3D oder sowas. Ne? Ist jetzt keine Werbung, ist einfach nur ein Tipp. Aber ihr könnt auch einfach dicke Pappe nehmen oder dünne Pappe ein bisschen zusammenkleben und einen Zahnstocher nehmen, den in die Pappe stecken und festkleben und dann da natürlich die Styropor-Kugeln draufkleben. So, jetzt lassen wir die beiden erstmal trocknen. Ich finde, der kleine Planet hier, der ist echt gut geworden mit diesem Mulligan Green. Das sieht wirklich so ein bisschen aus, so als wären das verschiedene Moossorten oder so, die auf diesem Planeten sind. So, jetzt haben wir hier das größte Raumschiff. Ihr seht, natürlich ist das nicht hundertprozentig größenverhältnismäßig korrekt, aber ich kann mir hier kein interstellares Ding hinsetzen. Das ist einfach alles zu groß sonst. Natürlich könnt ihr auch aus den Styroporkugeln könnt ihr natürlich auch Asteroiden schnitzen oder, weiß ich nicht, kleine Weltraumstationen drauf bauen oder irgendwie sowas. Todesstern machen, das geht alles. So, hier haben wir mal das Größenverhältnis. Oben ist die ganz große, das hier sind die ganz kleinen. Die wirken da schon ziemlich cool. Ja, das sind hier halt die großen. Dann haben wir den mittleren und den ganz kleinen da unten. So, aber es reicht, um zu sagen, der mittlere kann jetzt den großen nicht treffen, weil der Planet zwischen denen ist. Genauso umgekehrt, aber der große könnte jetzt den kleinen treffen. Ne? So einfach ist das. Oder umgekehrt halt auch. Ne? Und beide können halt auch die Jäger treffen. Die könnten sich jetzt hier natürlich auch hinter der Sonne irgendwie verstecken. Ja. Und ich sag mal, links rum von vorne den großen Transporter da angreifen. Ja. Ist halt Spielerei und ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und vielleicht macht ihr demnächst auch so eure Planeten. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bye bye und schönen Tag noch.